uns, dass wir heute Johannes Hadler bei uns haben aus Friedensau. Ich begrüße dich. Kannst du dich kurz vorstellen, was du in Friedensau machst? Ja, schon seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit der Kirchengeschichte. Ich bin Dozent für Kirchengeschichte. Manchmal wird der Bereich auch historische Theologie genannt. Okay, und du unterrichtest also? Ja, also alle Fächer, die es mit der Geschichte zu tun haben. Das ist zum einen die Kirchengeschichte, die ja anfängt in dem Moment, wo der Bericht des Neuen Testaments aufhört, bis zur Gegenwart. Und dann ist Adventgeschichte, dazu gehört das Fach Ellenweit, dazu gehörte auch Religionsgeschichte, Konfessionskunde, also die Dinge, die sich auch mit dem Denken beschäftigen. Wie denken die Leute? Wie bist du dazu gekommen, dich so für Adventgeschichte zu interessieren? Ja, die Frage ist vielleicht leicht und auch nicht leicht zu beantworten. Leicht insofern, weil ich als Kind von meinem Vater ein Buch geschenkt bekommen habe mit Zigarettenbildern, Bilder deutscher Geschichte. Das stammte von meinem Großvater, den ich nie kennengelernt habe. Und das habe ich in mich aufgesogen als Kind. Die Texte dazu kann ich bis heute auswendig. Ich habe überhaupt gerne gelesen. Ich habe viel gelesen, auch viel Geschichtsbücher. Und irgendwann habe ich mir auch die Frage gestellt nach unserer eigenen Geschichte. Es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, meine Eltern sind beide durch den Krieg erst zusammengekommen oder anders durch die Ergebnisse des Krieges. Meine Mutti stammt aus Ostpreußen und mein Vater ist in Neumarkt in der Oberpfalz geboren. Und sie sind durch die Verhältnisse des Krieges im Grunde genommen dann erst in ein anderes Gebiet in Deutschland gekommen. Und von daher fragt man natürlich auch, wo liegen deine Wurzeln? Okay. Und ja, das hat für mich als Ergebnis zur Folge gehabt, dass ich mich mit unserer eigenen Geschichte auch sehr intensiv beschäftigt habe und es bis heute gerne tue. Und da bist du dann auch auf einige Tabuthemen gestoßen. Soll es ja geben in der Adventgeschichte, dass über manche Themen man nicht so gern spricht oder gar nicht spricht. Ja, also wer Gemeindechroniken liest, wird sehr schnell merken, dass es da Tabuthemen gibt, bis heute. Es hing für mich eigentlich damit zusammen, dass ich einmal als Jugendlicher in Friedensau eine sogenannte Jugendstunde hörte, die damals immer Freitagabend angeboten wurde. Und ein Student sprach damals über die Geschichte und machte dann einen folgenschweren Satz, zumindest für mich. Und der Satz ist haften geblieben. Wir lernen im Unterricht immer nur bis zum Ersten Weltkrieg. Und was dann kommt, darüber wird nicht mehr gesprochen. Und da sagte ich mir, so als Halbphysiker, ich war damals in der Lehre, ja, aber das willst du jetzt genau wissen. Und damit begann das Interesse an der Zeit des Nationalsozialismus. Und mittlerweile weiß ich, dass es auch andere Bereiche gibt, über die wir nicht gerne reden. Ja, was ist denn am Ersten Weltkrieg zum Beispiel so tabu, so schmerzhaft, dass man sich damit nicht gerne auseinandersetzt, als Adventist jetzt speziell? Also schmerzhaft ist, denke ich, die Tatsache, dass es eine Kirchenspaltung war. Wir müssen es so ehrlich sagen, im Ersten Weltkrieg ist die Geburtsstunde oder die Gründungsstunde der Reformationsbewegung, manchmal auch Reformbewegung genannt. Und bis heute tut es uns weh, dass es nicht nur eine, sondern 2, ja mittlerweile 3 Adventgemeinden in Deutschland gibt. Und das muss jeden schmerzen. Wen es nicht schmerzt, bei dem fehlt eigentlich ein Stück dessen, was Adventist ausmacht. Und da habe ich mich gefragt, wie kommt das? Die Antworten schienen ganz klar auf beiden Seiten. Und meistens ist es so, dass im Nachhinein Antworten gegeben werden, die aber immer aus der entsprechenden Position eine Antwort sind, aber eben nicht unabhängig sind. Und da fängt es dann an, spannend zu werden. Dann macht es ja eigentlich Sinn, sich mit den Wurzeln dieser Probleme auseinanderzusetzen, wenn man da irgendeine Lösung sucht, weil das zum Tabuthema zu machen und darüber zu schweigen, da bleibt ja alles beim Status quo. Wie siehst du das? Ja, ich denke, dass es zum Tabuthema geworden ist, hat auch damit zu tun, dass wir eine Vorstellung haben, dass die Gemeinde eigentlich keine Fehler macht. Wenn schon der Einzelne Fehler macht, doch die Gemeinde nicht. Das Ähnliche habe ich erlebt. Ich bin in der DDR sozialisiert. Die Partei ist unfehlbar, der Einzelne nicht. Und so ähnlich habe ich es erlebt. Und natürlich kann ich verstehen, dass jeder Verantwortungsträger immer seine Gemeinde in Schutz nimmt. Würde ich auch machen. Mache ich auch. Aber trotzdem gibt es Dinge, und wir müssen sagen, wir haben als Menschen auch falsch gehandelt. Und vielleicht hat auch mal die Gemeinschaft als solche eine falsche Entscheidung getroffen. Wir sind alles nur Menschen. Und von daher sind es Themen, die uns wehtun. Ja. Und vielleicht auch deswegen, weil sie Dinge betreffen, die bis heute nicht angesprochen werden. Und der Zweite Weltkrieg, was ist da das besondere Tabuthema? Hängt vielleicht zusammen mit der Nazizeit, kann ich mir jetzt vorstellen?
Also als ich mich damit anfing zu beschäftigen, lebten ein Teil der Verantwortungsträger noch. Okay. Oder Einzelne. Und natürlich wird jeder das, was er als Lebensleistung gebracht hat, schwerlich mit einer deutlichen Kritik versehen wollen. Das kann ich verstehen, das geht mir genauso. Und man steht viel eher als Mensch dann in der Versuchung, es rechtfertigen zu wollen. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass der Nationalsozialismus in einem Maß, wie wir es vorher nie gekannt haben in der Geschichte, Leute begeistert hat. Diese Faszination der Massenpropaganda, die hat bis zur Adventgemeinde durchgeschlagen. Und wer das als Jugendlicher erlebt hat, der kann sich nicht einfach davon lösen. Und von daher glaube ich, dass das auch ein Grund gewesen ist, warum man da nicht gerne darüber sprach. Ja. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es uns generell schwerfällt zu sagen, wir haben gesündigt, wir haben Fehler gemacht, wir sind schuldig geworden. Es ist immer besser zu sagen, wir haben Erfolge, es geht voran, aber einzugestehen, es war nicht immer so, das ist schwierig. Ja, ich meine, jeder Deutsche beschäftigt sich ja schon in jungen Jahren in der Schule mit der Vergangenheit. Und mir ist es auch so ergangen, dass ich irgendwie innerlich den Wunsch hatte, vielleicht unbewusst, unausgesprochen, dass unsere Gemeinde da ein anderes Verhalten an den Tag gelegt hätte. Aber was haben da deine Nachforschungen so ergeben? Auch wie sind wir mit den Juden umgegangen? Also mir ist deutlich geworden, dass es keine pauschale Antwort gibt. Ich würde heute auch nicht mehr sagen, die Gemeinde hat so gehandelt. Die Gemeinde sind eine Vielzahl von Gemeindegliedern und sie haben sehr unterschiedlich gehandelt. Das eine, was mir deutlich geworden ist, ist die Tatsache, dass es uns immer darum ging, und ich kann jeden Verantwortungsträger verstehen, der sagt, dass die Institutionen gewahrt werden sollten. Wir wollen versuchen, so lange wie möglich einem Verbot der Gemeinschaft aus dem Weg zu gehen. Denn da hängt viel dran. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass wenn man so eine Entscheidung trifft, diese Entscheidung auch manchmal gegen eine einzelne Persönlichkeit trifft. Und einen Einzelnen über die Klinge springen zu lassen für ein Ganzes, ist immer eine Entscheidung, die tiefe Wunden hinterlässt. Und auch das ist geschehen. Ja, wir haben Schwestern und Brüder gehabt, die haben sich für jüdische Mitgeschwister eingesetzt. Überhaupt keine Frage. Wir kennen diese Beispiele. Und auf der anderen Seite kennen wir auch Beispiele, wo Verantwortungsträger und auch Gemeindeglieder sich sehr zurückhaltend verhalten haben und sehr stark beeinflusst waren vom Geist des Nationalsozialismus. Auch das gibt es. Da war dein Buch, auf das wir nachher noch eingehen werden, nicht erschienen. In dem Zusammenhang bin ich dann auch mal, und da war ich dann schon erschrocken, auf einen Kalenderzettel gestoßen zum Geburtstag von Hitler. Als ich den gelesen habe, da dachte ich schon, das kann eigentlich nicht sein. Wie ist das zu erklären, dass ein Adventist sowas schreibt und dass das auch dann so veröffentlicht wurde damals? Also man kann es versuchen zu erklären. Und die Erklärung liegt darin, dass damals nur eine ganz bestimmte Anzahl von Personen schreiben durften. Wenn eine Person einmal etwas geschrieben hätte, was von der sogenannten Reichsschrifttumskammer beanstandet worden wäre, hätte er nie wieder Schriftleiter sein dürfen. Das ist das eine. Und das andere ist, die Gemeinschaft hat sich bemüht im Wissen, dass wir als Adventisten vor allem wegen des Sabbats, der Sabbat galt als jüdisch, wir waren im Grunde genommen sogenannte Neujuden, dass man dem Staat dort, wo nicht unbedingt notwendig, auch keine Angriffsflächen bieten wollte. Und hat deshalb gemeint, in solchen Bekundungen, die dann mehr der Öffentlichkeit galten, ein gewisses Maß an Freiraum sich zu erarbeiten. Das hat aber immer nur Bestand, solange die Diktatur währt. Im Nachhinein merkt man dann, wie fehlerhaft das war. Das ist auch in anderen Zeiten geschehen, nicht nur später in der DDR-Zeit, das ist auch unter Diktaturen in Südamerika geschehen oder an anderen Stellen. Ich glaube, da findet man auch biblische Parallelen hier und da. Nicht wahr? Das stimmt. Mhm. Gut, aber in der Zeit hat es ja dann auch im Nationalsozialismus adventistische Märtyrer gegeben. Da hört man auch nur sehr wenig drüber. Was für Ereignisse haben sich damit verbunden? Was für Schicksale? Vielleicht kannst du da ein paar Worte auch drüber sagen. Nach meinem Kenntnisstand, vielleicht muss man so sagen, die drittgrößte Gruppe von Märtyrern, von religiösen Märtyrern in der Zeit des Nationalsozialismus sind Adventisten. Und jetzt fasse ich zusammen Adventisten sowohl der Reformationsbewegung als auch der sogenannten Großen Gemeinde.
vielleicht prozentual mehr Adventisten von Seiten der Reformationsbewegung. Und trotzdem, es gibt auch die Unbekannten, weitgehend Unbekannten, die zur Adventgemeinde gehörten. Ich denke auch, die Reformationsbewegung kennt noch bis heute nicht die Zahl ihrer Märtyrer. Vielleicht eine kleine Episode dazu, ich den zweiten Teil der Frage beantworte. Ich glaube, im Jahr 2006 wurde zum ersten Mal das Archiv des Roten Kreuzes für freie Forschung zugänglich in Bad Arolsen. Das sogenannte der Suchdienst des Roten Kreuzes. Der war vorher nur Angehörigen zugänglich. Und da hatte ich die Gelegenheit, die Listen von Konzentrationslagern zu sehen und fand zum Beispiel in Buchenwald in gründlicher deutscher Akribie alles aufgeführt, jede Person mit auch der Konfessionszugehörigkeit. Und da fand ich neben den Abkürzungen für evangelisch, katholisch, gottgläubig, wie auch immer, auch die Abkürzung ADV. Und habe dann gemerkt, das heißt Adventist. Und da wurde mir deutlich, eine Abkürzung wendet man erst dann an, wenn es eine bestimmte Gruppe von Leuten gibt. Ich würde niemals eine Abkürzung verwenden für 2 Leute. Ja, das heißt, es gibt wahrscheinlich bis heute mehr und da müsste man dann ganz systematisch diese Listen durchschauen und würde merken, es gibt unbekannte Adventisten und ich gestehe, man findet auch immer wieder diese Personen. Und das andere ist, warum hat man darüber nicht gesprochen? Natürlich, jeder Adventist, der im Dritten Reich zum Beispiel wegen des Sabbats verfolgt wurde, und das war der große Tatbestand, Arbeit am Sabbat, Verweigerung der Arbeit am Sabbat und andere Dinge, auch der Sabbat beim Militär, der war natürlich ein Stolperstein für die, die anders gehandelt haben. Und wenn jetzt die anders gehandelt haben, im Nachhinein das Gedenken an so eine Person aufrechterhalten, war das immer auch ein Kritikpunkt für das eigene Verhalten. Und deswegen haben wir im Gegensatz zu anderen kaum uns mit unseren Märtyrern beschäftigt. Und das ist aus meiner Sicht wir haben bis heute einen großen Nachholbedarf. Ja, einen großen Nachholbedarf. Hast du da so einen Namen, ein einprägsames Schicksal? Ja, also ich nehme als Beispiel mal einen Reformer. Johann Hanselmann. Er war der Leiter oder der Vorsteher des Ostdeutschen Verbandes der Reformationsbewegung. Er hat nach dem Verbot der Reformbewegung 1936 weiter gearbeitet, ist dann wegen unerlaubter Tätigkeit verhaftet worden, zu einer Strafe verurteilt worden. Nach dem Absitzen der Strafe ist er freigekommen, ist wieder verurteilt worden. Nachdem er diese Strafe abgesessen hat, ist er ins Konzentrationslager gekommen und dann dort umgekommen. Ja, und die Protokolle, die wir kennen, geben Beispiel davon, wie sehr er versucht hat, seinen Glauben wiederzugeben und Glauben dokumentiert hat, Glauben dargestellt hat. Aber vielleicht ein zweites Beispiel, da habe ich den Namen jetzt nicht präsent. Das ist eine Nicht-Adventistin, eine junge Schwester aus einer Gemeinde in Nordrhein-Westfalen. Sie weigert sich in einer Spinnerei am Sabbat zu arbeiten und bekommt Probleme. Und der Betriebsführer zeigt sie an. Und dann macht die Gestapo etwas, indem sie ich sag's mal so, im Vorfeld etwas plant. Man will diese Frau einschüchtern. Sie wird gefangen genommen und für wenige Tage oder wenige Wochen wird sie dann in ein Gefängnis gesteckt. Sie kennt den Grund nicht, sie kennt auch die Dauer nicht. Und das war ihr Problem. Und wir haben jetzt einen erhaltenen Briefwechsel, Karten, die sie geschrieben hat. Ja. Auch das, was sie den Behörden gesagt hat. Auf den Karten steht, liebe Geschwister, wenn ich am Sabbat nicht komme, dann ist es nicht Nachlässigkeit oder Lauheit. Ich bin im Gefängnis. Ich hoffe, bald wieder bei euch zu sein. Ja, sagt meinen Eltern nichts. Die kannten die Adventgemeinde nicht, die Eltern. Aber ihr könnt mich mal besuchen. Ja. Und nach einer Woche kommt das Gleiche. Und sie weiß aber nicht, dass ihr Aufenthalt befristet ist. Und dann lesen wir wieder so eine Karte. Ich würde mich sehr über Besuch freuen. Offensichtlich hat sie keiner besucht. Und sie wird freigelassen und wird ermahnt durch den Prediger, sie solle doch der Zeit angemessen am Sabbat arbeiten. Ich habe diese Frau nie kennengelernt. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Ihre Spur verläuft sich, aber es tut mir weh. Wo ich merke, wir haben als Gemeinde an einem Punkt, wo es notwendig gewesen wäre, füreinander einzustehen, das nicht getan. Ja. Und das sind Beispiele von diesen, ich sag's mal so, kleinen Märtyrern. Menschen, die nach ihrem Gewissen gehandelt haben und deren Schicksal wir nicht bewahrt haben. Was aus ihr geworden ist, ob sie sich später hat taufen lassen, ich weiß es nicht. Ich wünsche es,
Aber ich wünsche auch, dass sie nicht irre geworden ist an der Gemeinde, die sie an der Stelle nicht unterstützt hat. Aber diese Beispiele, die machen mich betroffen. Und aus dieser ganzen Forschungsarbeit von dir ist jetzt also ein dickes Buch geworden. Wie ist es zu diesem Buch gekommen schließlich und was ist so der Aufbau, der Inhalt des Buches, der Titel? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Also das ist meine Promotionsschrift, die dann noch ein wenig erweitert wurde. Ja, und ich habe es so gemacht. Oder ich muss so sagen, wer über den Nationalsozialismus reden will, der weiß, dass, wenn man sich ein wenig damit beschäftigt, die Zeit des Dritten Reiches nicht losgelöst werden kann von dem, was vorher war. Es gibt einen ganz bekannten Historiker, der hat gesagt, wir haben einen zweiten 30-jährigen Krieg von 1914 bis 1945. Und zweifellos gehört diese Zeit eng zusammen. Viele Ereignisse, die 1914 begonnen haben, die dann in der Weimarer Republik sich ausgestaltet haben, sind oder haben ihren Niederschlag gefunden in der Zeit des Nationalsozialismus. Und weil es bis dahin außer einer kurzen Biografie von Conradi und einer Beschreibung Conradis in der Zeit in Hamburg eigentlich so gut wie nichts Verfügbares gab über die Geschichte unserer eigenen Gemeinschaft in Deutschland, habe ich das zusammengetragen, zumal ich in Archiven auch nicht nur über die Zeit des Nationalsozialismus gesucht habe, da fällt das andere auch mit hinein. Und da gibt es eine Fülle von Dokumenten und die habe ich zusammengetragen und zusammengeschrieben. Vielleicht ist es ein bisschen viel geworden, vielleicht hätten es 2 Bücher sein müssen. Dieser Band behandelt in einem ersten Teil die Zeit vor 1933, die Entstehung unserer Gemeinschaft in Deutschland mit den 2 Anfängen in Solingen und Vohwinkel und in einem zweiten Anfang dann in Hamburg. Und dann die Zeit des Nationalsozialismus. Und ich versuche in einem dritten Teil so ein bisschen das Denken der Leute nachzuvollziehen. Denn wir müssen ja ehrlich sein, wir handeln auch immer als Menschen unserer Zeit. Wir denken auch als Menschen unserer Zeit. Und wie haben unsere Väter damals gedacht? Wie hat Conradi gedacht? Wie sind wir mit wesentlichen Fragen umgegangen? Wie haben wir den Gedanken der Wiederkunftserwartung gemeinsam durchdacht? Und manche anderen Fragen. Ja, so sind 3 Teile zu einem Buch verschmolzen. Okay, und der Titel? 7-Tags-Adventisten im Nationalsozialismus. Okay. Gibt noch einen Untertitel, der ist rein akademisch, aber der gehört dazu. Wie sind so die Reaktionen auf das Buch? Seit wann ist es verfügbar? 2007 ist es erschienen, schon eine Weile her. Ich gestehe, ich hatte mir doch von Seiten einiger eine Reaktion erhofft. Es gab zu Anfang der 90er Jahre in unserer Gemeinschaft sehr intensive Gespräche auch über Nationalsozialismus. Da haben auch Gemeinden gefragt. Aber das ist offensichtlich abgeflaut. Es gibt manchmal so Zeiten, wo es eine besondere Bedeutung hat. Wir haben ja 2005 auch eine Erklärung verabschiedet, 60 Jahre nach Kriegsende. Das war noch eine Zeit, wo man darüber gesprochen hat, das Schuldbekenntnis. Danach nicht mehr. Es haben einzelne Interessierte gelesen, aber vielleicht schreckt auch der Umfang des Buches den einen oder anderen ab, auch der Preis, das zu lesen. Ja. Es gab also relativ wenig Reaktionen. Die Fachwelt, die akademische Fachwelt hat es wahrgenommen und gelesen, die adventistische Fachwelt wohl auch, aber der breite Kreis der Gemeinde weniger. Ja, wie würdest du jetzt, wenn du das alles so betrachtest, was du da geforscht und studiert hast, was für Lehren würdest du aus dieser Geschichte ziehen? Die Frage wird gern gestellt. Und ich frage mich, oder anders, ich sage heute häufig, ich weiß gar nicht, ob man aus der Geschichte Lehren ziehen kann. Das Einzige, was man tun kann und wozu Gott im Alten Testament schon auffordert, ist, die Geschichte zu wiederholen. Im Sinn, dass man sie erzählt, dass man sie berichtet. Das heißt ja, man erlebt sie im Grunde genommen noch einmal. Und diese Verpflichtung haben wir. Und das ist für mich eine der Lehren, Geschichte nicht vergessen zu machen. Da waren Männer und Frauen, deren Schicksal so wichtig ist, Zeugen. Da waren auch Männer und Frauen, die Fehler gemacht haben. Auch das ist wichtig zu benennen. Denn letztendlich leben wir alle nicht, weil wir so gut waren, sondern wir leben von Gottes Gnade. Und der Blick auf die eigene Geschichte hilft uns auch Adventgemeinde heute zu verstehen. Manches, was heute manchen besorgt in der Gemeinde, wird verständlich, wenn man den Hintergrund kennt, die Geschichte kennt, warum wir so sind, wie wir sind. Wir sind ja geworden. Wir kamen von einem Ursprung her. Und das
gehört alles in gewisser Weise zusammen, das fließt ineinander. Und von daher ist Geschichte wichtig, um uns selbst zu verstehen. Menschen, die sich ihrer Geschichte nicht erinnern, es gibt dieses bekannte Wort, sind dazu verdammt, sie noch einmal zu erleben. Ja, und die Aufforderung haben wir. Interessant ist, dass schon die junge Adventgemeinde diese Aufforderung von Ellen White bekam. Und das in einer Zeit, wo man überhaupt nicht an Geschichte gedacht hat, sondern wo man immer nur nach vorn dachte und sagte, Jesus kommt gleich, wir haben keine Zeit mehr. Da sagt sie, Leute, vergesst nicht die Geschichte und zieht Lehren aus der Geschichte. Und das ist unsere Verantwortung. Ja, das nimmt uns keiner ab. Du hast da mal in einem Gespräch diesen Psalm angesprochen, in dem immer wieder wiederholt wird, denn deine Güte währet ewiglich. Was hat dieser Psalm mit der Geschichte und mit dem Rückblick auf die Geschichte zu tun? Ja, das Volk Israel sollte in jedem 7. Jahr zum Laubhüttenfest die Geschichte laut vorlesen. Also das, was man bis dahin aufgeschrieben hatte. Und sie haben das wahrscheinlich nicht nur trist vorgelesen, sie haben es auch in Psalmen poetisch, künstlerisch wiedergegeben. Und dort in den typischen Wechselpsalmen mit 2 Chören. Der eine Psalm erzählt die Geschichte und der andere Psalm spielt sozusagen immer den Hintergrund dafür ein. Der Hintergrund lautet, es ist Gottes Gnade mit uns. Der Hintergrund lautet nicht, lieber Gott, danke, dass wir so gut sind. Danke, dass du dich zu uns so bekannt hast, weil wir deine besten Kinder sind, sondern danke, dass deine Gnade und deine Güte bis heute noch nicht zu Ende sind. Ich denke, das kann nur das Grundmotiv christlicher Geschichtsforschung sein. Auf der einen Seite möglichst, ich sag's mal so, in der Vielzahl der Facetten die Geschichte wahrzunehmen. Objektiv Geschichte darstellen, das geht nicht. Jeder greift immer aus der Fülle der Dokumente heraus. Geschichtsdarstellung wird immer subjektiv. Aber sie darf nicht einem Zweck dienen. Wenn der Zweck dazu angelegt ist, dass ich etwas beweisen will, dann ist Geschichtsforschung immer fehl am Platz. Geschichtsforschung zeigt die Höhen und die Tiefen eines Weges und versucht hinter allem Gottes Führung zu sehen. Und ich glaube, das können wir auch bis heute bei der Adventgemeinde sehen. Und dafür bin ich dankbar und freue mich über jedes Detail, was man noch lernt. Und wünschte mir, dass unsere Kinder und Jugendlichen noch viel stärker konfrontiert werden mit den Menschen, die in einer unheimlichen Begeisterung, mit einem großen Engagement eigentlich alles dran gesetzt haben, um Adventgemeinde zu bauen. Ja, wenn ich so diese ganze Thematik überdenke, da werde ich erinnert an das Gebet von Daniel, wo er sagt, ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, in Kapitel 9, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Und dann gibt es auch noch später die Aussage, dass wir, wo er nochmal wiederholt, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt, denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. Also er hat auch damals die Geschichte rückblickend angeschaut. Siehst du, dass uns das irgendwie auch inspirieren sollte, im Blick auf unsere Geschichte ähnlich zu beten? Ja, ich denke, das ist eine bleibende Forderung. Was mich an unserer Geschichte, was ich als beeindruckend ansehe, ist, dass wir am Ende der DDR-Zeit im letzten Verbandsgottesdienst, damals in Magdeburg, so ein Schuldbekenntnis abgelegt haben, ähnlich in der Form des Gebetes Daniel. Als Verpflichtung für uns als Gemeinde, ich sehe es insofern, vielleicht ist das eine Schwäche, die wir haben als Gemeinde. Eine Schwäche, die uns besonders prägt. Ich habe als Jugendlicher, ja als junger Jugendlicher muss ich sagen, mal in Friedensau die Predigt eines Generalkonferenzpräsidenten gehört und die ist mir haften geblieben, weil er eine Predigt gehalten hat über das Thema, er wird sein Volk erlösen von ihren Sünden. Das heißt also, er hat das damals bezogen auf uns als Adventgemeinde. Es gibt Dinge, die prägen uns in einer besonderen Art und Weise. Und ich glaube, es fällt uns unheimlich schwer, uns als Adventisten, die wir häufig stolz darauf sind, dass wir im Blick auf die Lehre einen Vorsprung anderen gegenüber haben. Es fällt uns unheimlich schwer, im ABC des Glaubens über Versöhnung zu reden und Versöhnung zu praktizieren. Ich habe überall dort, wo Seelsorgeseminare
angeboten waren, mit Erstaunen festgestellt, dass die immer überfüllt waren. Das scheint mir eine unserer Schwachpunkte zu sein, dass das ABC des Glaubens sozusagen, die Grundlagen, Versöhnung, Leben, uns enorm schwerfällt. Und das bedeutet für mich dann eben auch, dass es uns schwerfällt zu sagen, wir haben Fehler gemacht als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Einzelner. Und wenn wir das lernen, oder anders, Geschichte kann uns helfen, das zu lernen, auch den Mut zu haben, zu sagen, wir haben Fehler gemacht. Und da ist Daniel mir insofern ein großes Vorbild, weil er selbst nicht direkt beteiligt war. Ja? Aber er stellt sich sozusagen in die Bresche der Väter. Ja? Das bedeutet nicht, dass die Väter damit schlecht waren. Ja? Und es gibt Kulturen, die so stark die vergangenen Generationen hervorheben, dass sie niemals was Schlechtes über die vergangenen Generationen sagen würden. Das macht die Bibel nicht. Ja? Der Wert der Väter bleibt erhalten. Aber so wie die Väter Fehler machten, so machen auch wir Fehler. Und vielleicht können erst unsere Kinder sehen, dass wir Fehler gemacht haben. Weil manches, was wir entscheiden, natürlich immer aus der Situation heraus entschieden ist. Und erst aus der Distanz von einigen Jahren oder Jahrzehnten sehen wir, dass es Fehler waren. Und insofern leben wir alle auch im Nachhinein unter der Gnade Gottes und haben als Beispiel das Gebet des Daniel immer wieder als Verpflichtung auch vor uns, auch als Adventgemeinde. Vielen Dank für das Gespräch, Hans. Ja.